So, Conan der Barbar, da können wir nochmal ein Review drauf machen, weil da gibt es ja Making-of und die Making-of ist so geil gemacht. Ja? Da können wir nochmal ein Review drauf machen. Ja? Also wenn jede Making-of und was sie sonst am Bonusmaterial zu bieten haben auf der DVD, Conan der Barbar, wenn das in jedem Film so geil wäre, dann müsste man quasi pro Scheibe, das heißt DVD, Blu-ray oder 4K, da müsste man pro Scheibe noch ein doppelt Review drauf machen, weil die Making-of so genial ist. Also gibt es ja auch, also so geil wie das aufgemacht ist, in Details zu Making-of, wie sie den Film dreht haben, wie ist die Idee gekommen, wie ist der Film entstanden, alles in der Making-of total gut beleuchtet. Also das ist wirklich ein genialer Making-of, den man noch extra wählen muss in meinen Augen. So, jetzt habe ich Conan der Barbar die Schallplatte umdreht. Dann haben wir die Backseite da nochmal, wenn mir das durchleuchtet, die Making-of nochmal sichtbar ist. Ja. So. Ja, ich habe mir auch zu der Making-of habe mir auch ein paar Stichworte aufgeschrieben. Ja. So, ich weiß eigentlich, ich habe die Making-of so oft angeschaut von Conan der Barbar, dass ich eigentlich vieles auswendig im Kopf habe. Aber dann, wenn man zu viel erzählt oder so viel vom Herzen hat und dann will man das und das hat man noch sagen wollen und dann hat man es doch vergessen, dann schaffe ich lieber mit Konzept. Ja. Es gibt Filme, die weiß ich auswendig. Dann will ich das und das zum Film sagen und dann fällt mir auf, ups, da wollte ich eigentlich noch mehr sagen, hätte ich lieber mit Konzept geschafft. Und das ist immer gut, man schreibt sich Sachen auf, dass man nichts vergisst. Ja. Ja. Ja, also der Arnold Schwarzenegger ist auf den Film Conan der Barbar prädestiniert gewesen. Ja. Und die Produzenten haben sich den Dokumentationsfilm angeschaut, Iron Pumping, und haben denkt, ja, der Arnold Schwarzenegger, der ist genial. Wir müssen der Filmfigur zu dem finden, wo zu dem passt. Und da haben sie gedacht, ja, Conan. Ja. Und ich denke, ja, auf der Arnold Schwarzenegger gibt es bestimmt noch die perfekte Rolle dafür. Ja. Da kam Conan denen zur Antwort. Ja. Ja. Und Arnold Schwarzenegger hat auch gesagt, da hat sein Bestes gegeben, um die ganze Erwartungen von alle auszufüllen in dem Filmprojekt. Weil ja der Film mit Kulisse, mit der Sinfonie, wo es extra kombiniert hat zu Conan der Barbar, dann mit dem Schwertdesign und mit dem Design der Kleider und extra Dörfer entwickelt und so weiter, ist eigentlich der Film ein richtiges Meisterwerk. Ja. Und wenn da einer sagt, wie der Marcel, ja, der Arnold Schwarzenegger, der hinkt schauspielmäßig im Stallone hinterher, finde ich gar nicht. Also Stallone ist ein super Schauspieler, aber das ist der Arnold Schwarzenegger auch. Und der Arnold Schwarzenegger hat auch Filme gedreht mit Herzblut, wie der Stallone. Wenn der Arnold Schwarzenegger so Film gedreht hat wie Conan der Barbar, Conan der Zerstörer, ja, als Terminator rausgekommen ist, hat Arnold Schwarzenegger, hätte eigentlich den Held spielen sollen und war aber von der Maschine so fasziniert, dass er gesagt hat, ja, Terminator müsste sich so und so bewegen, quasi, und dann war der so fasziniert von dem Terminator, dass er gesagt hat, hey Arnold, du wirst ein perfekter Terminator. Du kannst dich mit dem Terminator besser identifizieren wie mit der Halterfigur. Dann hat er halt den Terminator gespielt. Ja. Aber jetzt wieder zu Conan der Barbar. Ja. Da gab es auch so eine Story, ich weiß nicht, ob die schon erzählt haben, wo er direkt vom Film gesagt hat, also wie ich gesagt, Spoiler-Alarm natürlich, wenn ihr Making-of noch nicht gesehen, dann könnt ihr erst gern Making-of anschauen, das sind jetzt gewarnt.
Also Conan, also Schwarzenegger als Conan der Barbar in dem Film ist da so Schlucht gefallen und das hat er dann sehr, der Arnold hat auch Stuntmänner gehabt, aber der hat oft selber die eigenen Stunts auch selber gemacht, wenn er es können hat. Und bei Conan hat er den Stunt selber gemacht, als er die Höhle reingefallen ist und dann hat er hier sich verletzt und blutet. Ja. Und der Regisseur hat gesagt, nicht Cut, weiter filmen. Ja. Und Arnold, was, im Blut? Im Blut? Ja. Ich habe Schmerzen im Blut. Ja. Und dann sagt der Regisseur John Millers, ja, die Blut und der Schmerzen hört auf, aber Filme sind für ewig. Ja. Das wirkt authentisch, weiterfilmen. Ja. Das sind so ikonische Storys Backstage zum Film, was eigentlich den Film noch, wirklich noch wertvoller macht. Ja. Kiyoshi Yamasaki, der war quasi der Martial Arts Experte aus Japan, der quasi Schwarzenegger japanischen Schwertkampf beigebracht hat, ja, dass er sich auf die Rolle vorbereitet. Ja, und hat auch in dem Film auch eine größere Nebenrolle gespielt. Er hat natürlich auch da der Schwarz-Sensei gespielt. Der war zwar in echt der Schwartrainer hinter der Kulisse für den Arnold Schwarzenegger, aber der hat im Film auch einen Schwartrainer gespielt für den Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger hat zwar schon reiten können mit Pferde und so weiter, kommt aus Österreich, aber für Conan der Barbar hat er noch extra Reitstunden nehmen müssen, weil da hat er sich noch, hat er ja noch extrem mit dem Pferd sich bewegen müssen für die Rolle. Ja. Also das habe ich jetzt auch vergessen, weil ich als erstes erwähnte, die Aufklärung zu Markus Rühl, Aussage, das, als ich über den Film direkt gesprochen habe, denke, das hätte ich ein bisschen besser sagen können. Markus Rühl ist ein gigantischer Bodybuilder gewesen und sieht immer noch aus wie ein Brecher und der war ein Gigant. Und der war ein guter Bodybuilder, aber das, was der Markus Rühl gesagt hat, da war ein Junger mal bei ihm und es war ein YouTube-Clip und hat der Markus gesagt, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verschwätzt, hat der Markus gesagt, ja, der Schwarzenegger war gut zu seiner Zeit, aber also Markus Rühl hat gesagt, er selber war in seiner Epoche von der Masse viel besser und ein besserer Bodybuilder wie Arnold Schwarzenegger. Und da muss er eigentlich widersprechen, weil das Bodybuilding ist ein Ästhetiksport, da zählt nicht wer der massigste ist, sondern wer der definierteste ist, wer die beste Symmetrie hat, die beste Muskeleinschnitte und ob auch alles schön zusammenpasst. Ja? Ob die Beine zum Oberkörper passt, ja? Ob der Trizeps gut ausprägt ist und zum Bizeps passt, das Gesamtbild passt. Ja? Ist ein Ästhetiksport. Ja? Die Leute heben dann viel Gewicht in die Gyms, aber wenn es um den Wettkampf an sich geht, da geht es um die Form, wie ist der Muskel ausprägt und nicht wer ist der massigste. Und für meinen Geschmack war der Arnold Schwarzenegger tausendmal besser wie Markus Rühl als Ästhetiker auf der Bühne. Muss man sagen, Arnold Schwarzenegger der hat auch mit seinem Körper viel mehr machen können im sportlichen Bereich. Der hat schwimmen können, der hat kämpfen können, der hat Klimmzüge machen können, der hat rennen können. Ne? Markus Rühl hat mit dem Rennen schon Schwierigkeiten gehabt, der hat mit dem Schwimmen ist auch nicht gegangen, Klimmzüge sind auch nicht gegangen, weil er zu massig war. Pose hat er auch Probleme gehabt, weil er zu massig war. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber da war der Arnold Schwarzenegger erstmal der ästhetikste und hat mit seinem Körper in andere Sportbereiche viel mehr machen können. Ja, ja. Wie bei Film Total Recall, ne? Arnold Schwarzenegger einen perfekten Roundhouse-Kick rausgehauen. Können wir jetzt bei Markus Rühl in seiner besten Zeit nicht vorstellen. So. Aber jetzt wieder zum Making-of. Oder überhaupt nicht. Ja, egal. Edward Pressman, Produzent, also das haben wir ja schon gesagt, habe ich schon wieder aus dem Kopf vorgemacht. Ja. Das war einer, der den Arne entdeckt hat von dem Dokumentationsfilm Iron Pumping.
5 Jahre hat es gedauert, bis sie den Film vorbereitet haben, also ein riesiger Produktionsaufwand. Dann war Oliver Stone, der war begabter Drehbuchautor, ja, weil wenn er ein Buch gibt, oder jetzt in dem Fall war es ein Comic, dann muss das ja noch filmgerecht hingeschrieben werden, da braucht man einen Drehbuchautor. Ja. Und da war Oliver Stone, der hat sich mit jemand anders noch geguckt, da war der prädestiniert und begabt für so ein Machwerk Drehbuchautor zu sein. Ja. Ja, der Oliver Stone hat auch gehofft, dass es über Conan 12 Spielfilme gibt beim Arnie, dass das quasi so ein Machwerk wird, also so eine Reihe wird, wie so James Bond Reihe gibt. Ja. Dass das auch mit Conan der Barbar, dass der Arnie auch eine Reihe möchte, nur halt mit Conan der Barbar, so, dass das halt so auch so ikonisch wird. Ja. Ja gut, ist ein bisschen schwierig, weil der Arnie hat auch irgendwann gesagt, er wäre als Schauspieler auch glänzend und eine andere Rolle übernehmen, kann man auch verstanden. 12 Filme ist fast schon, Spielfilme sind schon auch heftig. Wenn es genial geschrieben und genial umgesetzt worden ist, dann hätte ich mir auch vorstellen, dass es da mehrere Spielfilme gibt. Man hätte ja irgendwann vielleicht mal ein anderer Bodybuilder die Chance geben können, der den Conan spielen kann, so, als Spielfilmversion. Sind ja genug drei herumgelaufen, auch in die 80er, in die 90er und später noch. Die Bristen auch einen Conan spielen können zum Beispiel. Oder ein Andreas Münzinger oder so weiter. Ja. Gut, der Ralf Möller, der hat ja dann eine Serie draus gedreht, die auch sehr gut war. Ja. Ja. So. Aber man kann da auch noch für Schwarzenegger verstanden, es ist schwierig, wenn du auf eure Rolle eine Weile nachgeschrieben bist, dann haben die Regisseure, Zuschauer Schwierigkeiten, die Person auch in eine andere Rolle zu sehen. Und dann hat der Arne halt das intelligent gemacht, dass er noch in andere Spielfilme zu sehen ist, in andere Rollen. Ja. Was sehen wir jetzt? Also ja. Tino de Laurentiis, ja, auch Producer, ja. Der hat viel Positives auf das Machtwerk gesagt. Das will er jetzt nicht sagen, das müsst ihr euch anschauen. John Milius, Regisseur, meint, er wollte schon immer einen Film machen, wo es um Wikinger geht oder Barbaren. Ja, weil als er Surfer war, haben sie den immer genannt, als John Milius Surfer war, haben sie den immer genannt der Wikinger, weil sein Surfbrett eine Form hat, geht hat wie von so einem Wikinger-Schwert. Ja, und als er Conan gedreht hat, das war schon seine Leidenschaft, er ist ja mit voller Leidenschaft hinter dem Film gestanden. Man hat als Schauspieler gesagt, der John Milius war als Regisseur quasi ziemlich autoritär, väterlich, liebevoll, aber auch sehr militärisch. Und der John Milius hat erzählt, dass er den Film quasi so erzählen wollte, als das jetzt passiert, als wäre das kein Blick in die Vergangenheit, sondern als der die Zuschauer in die Vergangenheit mitnehmen und in eine andere Zeitepoche und den Film so erzählen, als das aktuell passiert. Ja. Finde ich künstlerisch hochwertig als Regisseur, weil ein Regisseur muss ja künstlerisch weit denken, wie kommt es beim Zuschauer an. Das hat er eigentlich ziemlich gut vermittelt. Du wirst als Zuschauer aus der Gegenwart rausgerissen, wirst quasi, also rein von der Geschichtshandlung, tausende von Jahren zurückgeschickt in die Barbarenzeit und siehst das, als das jetzt aktuell vor deinen Augen passiert. Hat der Regisseur ziemlich hochwertig rübergebracht. Ja. Frank Frazetta, der war eigentlich der Bildmaler bei den Comics. Ja. Der hat die Bilder gemalt von den Comics. Conan war in Amerika eine bekannte Comicfigur. Ja. Und
hat da eigentlich quasi, war sehr populär. Ne? Etwa Howard, der war der Autor zu den Conan Comics und der Erfinder von Conan, ja. Und das war ein ganz verrückter Typ, ja. Der hat auch gedacht, die ganze Stadt will sein Tod. Er hat die Fenster barrikadiert in seinem Haus und hat sich auch mit seine Waffe geladen. Und nachts hat er mal die Geschichte von Conan geschrieben. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, Conan steht mit einer Axt hinter seinem Rücken und sagt, schreib. Ja. Und den Feeling hat auch der Regisseur John Milius gehabt, als der Conan hinter dem stand und sagt, komm jetzt drehen wir mal, so, machen wir den Film. Tulsa Doom, das war der Sektenführer in der Figur der Handlung, der Oberste, ja, von dem Schlangenkult und ja, Schlangenkult und der war quasi so auf der Herrscher der dunklen Seite. Es ging Richtung Stars Vader, so, ja, nur halt in der wilden Barbarenzeit, ja. Ja, Yamazaki, der hat auch der Frau Schwertkampf beigebracht, der Fräulein Bergmann. Ja, das ist auch so eine Geschichte, hätte ich fast vergessen. Der Arnold hat ja so Windmühle antreiben müssen, wo er noch Sklave war in der Figur der Handlung. Und da war er leicht bekleidet und da ist einmal kalt gewesen, gewisse Filmaufnahmen. Und dass er da nicht verfriert, da hat er auch Schnaps trinken müssen, um die Filmaufnahmen zu bestanden. Also merkt man, der Arnold Schwarzenegger mit Herz und Leib da sich in die Rolle gesetzt. Das sind halt noch, das haben sie halt noch früher gedreht und nicht so wie viele Filme heute, wo mit CGI-Effekt halt dann eine Schneelandschaft eingehauen wird, da waren sie halt noch echt noch im Schnee. Ja. Und das magst du an der Qualität, ob es jetzt irgendwie CGI-Dings drin ist oder ob die noch echt noch in den originalen Orte sind und das sind ja dann in Österreich dreht und halt in Kroatien dreht und so weiter. Also den sich total verausgabt und so Machwerk aus dem Boden zu stampfen. Ja. Ist schon ein Meisterwerk, der Film. Ja. Ja, der hat eigentlich alles erzählt. Wie die Making-of finde, es ist genau detailliert erklärt worden, es ist noch mehr erklärt worden, wie ich es jetzt erklärt habe. Ich lasse jetzt viel offen, dass ich euch den Making-of da, dass ich nicht so viel raus erzähle. Und wenn ihr den Link findet, dann tue ich den Link an meinen Beitrag zu der Making-of dann verlinken, dass ihr das auch noch genießen könnt. Also da war viel mehr, ist berichtet worden hinter die Kulisse zu dem Film, wie ich jetzt gebracht habe, ich nur ein Stückchen erzählt, um euch ein Geschmäckle zu geben. Der Arni ist zu Wort gekommen, die Fräulein Bergmann ist zu Wort gekommen, verschiedene Schauspieler sind zu Wort gekommen, Regisseure, Produzenten sind zu Wort gekommen, wie es entstanden ist, die Idee, die Gedanken, die Empfindungen. Aber fand ich auch interessant, dass der John Milius erzählt hat, ja, dass er eigentlich Surfer ist und dass sie den Wikinger genannt haben und dass der eigentlich zu so den Film eigentlich prädestiniert ist als Regisseur. Und also die tiefe Einblicke als Fan, die würde man sich eigentlich jeder Making-of wünschen, ist nicht immer so gegeben. Und ich sage, die Making-of hat die Skala gesprengt von 1 bis 10, ne, all verdient. Ja. Also, und weil es in der gleichen DVD ist, ja, der muss gleich rein, das Herzchen. Die Hülle habe ich ja schon mal gezeigt gehabt. Conan der Barbar, ja. Super Making-of. Super Making-of, ja. Und damit das Schild verdient, Danger Explosiv Material, ja. Ja. So,
Dann, ich hab jetzt Sommerurlaub und genieße das Wetter und meine freie Tage und dass man auspinnen darf und lief Funk in dem Gelände. Und ich sage, das sind so Oldschool-Filme, so ästhetische, da ist ein Herzblut dahinter und auch Arnold Schwarzenegger, sei es in der Kampfkunst, sei es in der Schauspielerei, sei es im Bodybuilding, natürlich eine perfekte Leistung. Die anderen Athleten, die da mitgespielt haben, wie Franco Colombo, bester Freund von Schwarzenegger, der hat ja auch eine super Muskelperformance hingebracht und auch super Sportkampfkunst. Ja. Der hat ja von dem japanischen Meister auch gelernt. Ja. Und ja, also, das sind Filme, die guckt man sich halt immer wieder gerne an. Also, das ist einfach episch. Ja, ja. Also, da wünsche ich euch was. Lief Funk in dem Gelände. Ja.